Hallo, letztes Mal habe ich dir gezeigt, wie man mit dem Fensterabzieher arbeitet, und heute zeige ich dir das auch nochmal, aber mit einem anderen Bild. Ich habe eine alte Leinwand genommen, habe da meinen Kleber drauf gegeben, die Rettungsschutzdecke draufgeklebt und habe das dann richtig durchtrocknen lassen. Du siehst hier nochmal ganz gut mit dem Spachtel von der Mitte weggezogen, ziehe ich alle Luftblasen raus und die Folie klebt schön fest. Falls du das noch nicht gemacht hast, da siehst du nochmal ein Video in meinem Kanal drüber, wie man die Folie klebt. Jetzt trage ich einfach erstmal meine Farbe auf. Ich arbeite also heute nur mit 2 Farbtönen und trage die erste einmal auf. Und dann nehme ich meinen Abzieher und ziehe die Farbe über die Fläche. Ich ziehe jetzt die Farbe über die Leinwand und eben auch über die Goldfolie, über die Rettungsschutzfolie. Und du siehst jetzt ganz schön, wie die Farbe in die Struktur reingeht. Und wenn ich es jetzt gegen das Licht halten würde, dann würde man das Gold eben ganz schön darunter sehen. Das reflektiert so schön das Licht und die Farbe ist etwas transparenter und deshalb sehe ich auch ganz den Farbton des Goldes eben auch durch. Das Werkzeug einmal sauber machen und dann kann ich damit wirklich wie mit dem Abzieher auch arbeiten. Ich wische mir die Farbe wieder weg und bekomme den Farbton der Leinwand, beziehungsweise bei mir ist ja jetzt ein Gold drunter, den Goldton sauber wieder raus. Ja, wenn ich jetzt hier so experimentiere, dann die Farbe ist nass. Ich habe nicht viele Möglichkeiten, wenn ich nass in nass arbeite. Und damit ich überhaupt ein bisschen Spaß habe, ich nicht so schnell fertig sein will, das will ich eigentlich eher damit sagen, weil ich kann nämlich im Prinzip sehr schnell dieses Bild fertigen und fertigstellen, aber das will ich ja gar nicht. Ich möchte ja gerne gucken, was spricht mich an, wie teile ich die Fläche auf, lasse ich nur das Gold durchblitzen, ziehe ich Linien raus, mache ich Streifen rein, und so kann ich eben mit der nassen Farbe ganz gut experimentieren. So, probiere jetzt hier noch ein bisschen rum, aber im Grunde genommen weiß ich jetzt, wie sich die Leinwand verhält, wie sich die Folie verhält, wie sich die Farbe verhält, denn es ist immer wieder etwas Neues. Und ich gebe jetzt einfach noch mal ein bisschen Farbe nach, weil ich gleich einen anderen Farbton mit reinziehen will. Und wenn ich einen anderen Farbton mit reinziehen will, dann arbeite ich nass in nass und dann habe ich danach nicht mehr so viele Möglichkeiten. Weil dann weiß ich eben, dass ich die Farbe dann trocknen lassen müsste. Ich nehme jetzt einfach aus der Flasche ein Weiß, gebe ich dazu, und ziehe mit meinem Werkzeug die Farbe nass in nass, so nennt man das. Ich kann besonders gut von oben nach unten ziehen die Farbe, und du siehst jetzt ganz schön, wie sich die Farben vermischen. Ich habe jetzt Farbe auf dem Werkzeug drauf, weil ich es ja quasi auch abnehme ein bisschen, und der Kontrast wird immer schwächer, je mehr ich ziehe.
Deshalb muss man da eben genau gucken, was man macht. Vielleicht nicht so schnell arbeiten, langsam ziehen. Aber genau dieses Muster sieht ja ganz schön aus. Ja, und im Vorfeld habe ich ja schon probiert, wie es funktioniert. Wie kann ich die Farbe wegziehen? Wie lässt sich die Farbe wegziehen von der Folie? Und jetzt kann ich das eben gezielt einsetzen. Wenn du schon mal ein Video gesehen hast von mir, ich ziehe ja gerne mal die Farbe wieder raus. Und dafür habe ich dir auch schon verschiedene Werkzeuge vorgestellt, wie man ganz einfach die Farbe wieder wegnehmen kann. Und gerade auf der Folie gleitet die Farbe so schön und das Werkzeug gut. Und damit kann man eben sich ganz schön weiche Linien rausziehen, Schwünge rausnehmen, Landschaften, man kann was Abstraktes, natürlich kann man jetzt wieder von bis was machen, aber ich wollte jetzt gar nichts Schwieriges zeigen. Du kannst einfach Linien rausnehmen, völlig egal. Ne? Ja, ich arbeite hier eben ganz langsam, weil im Grunde genommen würde ich jetzt gerne eine riesige Leinwand hier haben, aber das geht nicht für eure Videos oder für deine Videos. Und für meinen Kunstunterricht reicht das eben fürs Atelier, um da das eben anhand dieses kleinen Bildes zu zeigen, aber ich könnte jetzt stundenlang so weitermalen und am liebsten auf einer riesigen Leinwand. Ja, es ist so viel Farbe eben am Rand rübergelaufen, dass man das einfach nur noch verteilen muss. Mit was ist auch völlig egal. Du kannst das mit einem Pinsel einfach verteilen oder eben einfach tatsächlich die Finger benutzen. Ist auch nicht schlimm, wenn die mal ein bisschen Farbe abkriegen. Ja, jetzt ziehe ich noch ein paar Linien nach und dann muss ich es auch so trocknen lassen, weil wenn ich jetzt wieder rüber gehe, dann habe ich nachher nur noch einen einzigen Grau-Mischton, weil eben, wie gesagt, je mehr man mit dem Werkzeug nass in nass arbeitet, umso mehr wird es eine Einheitsfarbe und die Kontraste gehen verloren. Ja, und wenn man sich was rausnimmt, wieder aus der Farbe, dann geht das natürlich auch wieder verloren, wenn man da wieder mit dem Werkzeug rüber geht. So hängt es an der Wand und es ist trocken und das Licht wird reflektiert auf der Goldfolie und dadurch leuchtet es eben extrem. Ja, ich hoffe, dir hat auch das Video gefallen und dich inspiriert und freue mich über dein Like, Kommentar oder Abo. Danke. Tschüss.